Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für Ofenschnitzel bzw. Ofenfleisch mit Gemüse. Dafür bereiten wir zunächst das Gemüse vor. Ich habe hier 2 Tomaten, einfach halbieren und grob in Stücke schneiden. Außerdem 3 Paprikaschoten, waschen, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Dann noch 2 rote Zwiebeln, abziehen und grob in Streifen schneiden. 250 Gramm braune Champignons, putzen und je nach Größe halbieren oder vierteln und zum Schluss noch 2 bis 3 Knoblauchzehen abziehen und in dünne Scheiben schneiden. Wenn das erledigt ist, das gesamte Gemüse in eine passende Auflaufform geben, kräftig mit Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen, außerdem je einen gehäuften Teelöffel süßes Paprikapulver und Oregano dazugeben und dann noch einen guten Schuss Olivenöl dazu gießen. Alles einmal gut miteinander vermengen, damit sich Gewürze und Öl gleichmäßig verteilen können. Und so kommt das Ganze dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 30 bis 35 Minuten. Währenddessen kümmern wir uns noch schnell um die restlichen Vorbereitungen. Dafür 200 Milliliter Sahne und 2 gehäufte Esslöffel Eiweiß in ein hohes Gefäß geben, miteinander verrühren und dann bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Nach etwa 30 Minuten das Gemüse wieder aus dem Ofen holen. Jetzt kommt das Fleisch dazu. Insgesamt habe ich hier 1 Kilogramm Schweinerücken in gleich große Stücke geschnitten. Einfach auf das Gemüse legen, etwas andrücken und mit einer guten Prise Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Wenn das erledigt ist, die Sahne-Eiweiß-Mischung über die Schnitzel gießen. Zum Schluss noch geriebenen Parmesan drüber streuen. Und dann kommt die Auflaufform für weitere 20 bis 25 Minuten zurück in den Backofen. Eventuell könnt ihr für die letzten 5 Minuten zusätzlich noch die Grillfunktion des Backofens anschalten. Und wenn das Fleisch dann gar ist, aus dem Ofen holen und dann können wir servieren. Als Beilage eignet sich gekochter Reis, das Gemüse und das Fleisch zusammen mit Reis auf Tellern verteilen, den Sud über den Reis gießen, mit etwas fein gehackter Petersilie garnieren und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.